Ja, herzlich willkommen. Vespa, ihr merkt, es ist ein grosses Thema, oder? Natürlich, weil es ist relativ neu. Wir müssen natürlich euch jetzt auch ganz viele Sachen zeigen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir heute gerade wieder da. Da liegt ein komplett zerlegter Motor, ist auch für mich spannend. Und da höre ich auch sehr gerne zu, schnell. Gut. Das ist für mich auch absolutes Neuland. Den Kandidat haben wir schon im letzten Video gesehen. Da ist der Frankenstein-Motor drin, aus vielen Überraschungen. Ich habe mittlerweile mit dem Kunden geredet und er hat grünes Licht gegeben für einen kompletten Ersatzmotor. Wir haben ja im Fundus genau noch den passenden Motor gehabt und den sind wir jetzt am Überholen. Ja, das ist jetzt ein zerlegter Vespa 150 Motor, ein VB1. Der Martin und ich, wir arbeiten hier wie am Fliessband. Zum Beispiel den Primär muss man immer anschauen. Der ist mit so Blechscheiben vernietet. Da weiss man nie, sind die Federn, die da drin sind, noch gut. Den habe ich jetzt aufgebaut heute Morgen. Die Federn sind noch gut. Der Motor war sowieso ziemlich sicher revidiert. Ich habe ja den mal eingetauscht gegen etwas anderes. Das ist eine Blackbox, man kann das einem Kunden nicht einfach einbauen und darauf hoffen, dass es funktioniert. Darum haben wir ihn jetzt einfach noch mal aufgemacht und schauen überall rein. Das ist die Schaltraste. Da sind Kabel eingehängt. Wenn man schaltet, dann tut sich da die Schaltraste bewegen und entsprechend da unten der Finger, der tut dann die Schaltkreuz bewegen. Der Grundkörper ist Aluminium und das ist eine Stahlwelle, das läuft gerne aus. Da kann man das so prüfen. Das hat kein Spiel, das ist tiptop. Was hat es da für eine Büchse drin? Eben keine. Eben gar nichts, Eben keine. Es läuft einfach so im Aluminium. Das läuft im Aluminium rein. Eben, das ist damals einfach gemacht zum Brauchen und wenn es kaputt ist, rührt man es fort. Ja. Die Idee war nicht, dass wir da 50, 60 Jahre später noch Vespa fahren. Aber jetzt ist es so. Die gibt es neu, die kann man entweder ersetzen. Für so einen Originalteilefetischist wie ich kann man da den Stift rausnehmen. Ja. Und dann mache ich da Sinterbüchsen rein. Jawohl, ja. Und dann setzen wir es wieder zusammen. Ja. Und dann funktioniert die besser als vorher. Da ist kein Nadellager? Nein, früher haben sie Bronzenlager verwendet. Man kann jetzt Kurbelwellen mit Nadellager bestellen. Ja. Ich verwende in der Regel auch dieselben. Gerade wenn man ein bisschen Leistungssteigerung gibt, oder? Ja, das auch. Es gibt aber auch Leute, die schwören auf Bronzenbuchs. Man muss einfach ein bisschen mehr Öl ins Benzin tun. Aber mit dem heutigen Öl läuft das tiptop. Dann haben wir eine Kupplung auseinandergenommen. War eigentlich Öl drin, Martin, oder ist der trocken gekommen? Ja, eben, der hat glaube gar nie Öl gehabt, der Motor. Der ist gar nie gefahren, der hat keine Spuren. Das sind Kurbelwellenlager und das sind im Gehäuse die Lagersitze. Und die Kurbelwellenlager, die sind da eingepresst. Und wenn man die Motoren 4-5 Mal auseinander nimmt oder wenn einer mal die Lager krumm in die Sitze reindrückt, dann gehen die Sitze kaputt. Die tue ich alle mit dem Mikrometer messen. Dann gibt es zum Glück noch von der Pinasco Übermasslager. Und wenn dann die Übermasslager auch nicht mehr ein Pressmaß haben, dann tue ich die revidieren. Also ich habe die Messingbuchse mal machen lassen und auf unserer Fräsmaschine tue ich die austauschen. Die sind ein bisschen grösser als bei den Töffli, hä? Ja. Ja. Einfach 3-mal mehr Kubik als ein Töffli. Ja, das merkst du ja gut, oder? Ja, es ist alles ein bisschen grösser. Ja. Die Büchse, die du dazu da machst, die Ring, das ist nicht original, ist das im Alu rein? Nein, das kommt ab Werk. Ah, ist das so? Okay. Das kommt ab Werk eingegossen, aber die Reparatur hat es schon damals gegeben. Ja. Also die Ring, das ist im Werkstatthandbuch beschrieben, wie man die ersetzen tut. Da hat es damals eine grosse Lehre gegeben, das haben sie auf der Drehbank gemacht. Okay. Schaltkreuz, aber das ist Standard, das muss man einfach immer ersetzen. Aber auch da, das ist neu. Das ist noch nie einmal geschaltet worden. Es hat keine einzige Spur von Abnutzung. Das ist die Kickstarter-Glocke. Da mit diesen 2 Schrauben ist ja der Kickstarter festgemacht. Das ist unser Gehäuse. Die Glocke die ist da drin. Und da drinnen hat es eine Stahlbuchse. Und das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt bei diesem Motor revidiere. Also der hat 2 Zehntel Spiel gehabt. Da habe ich jetzt auch so Übermaßbuchsen. Der glänzt schön, den habe ich jetzt schon abgedreht, der ist wieder rund. Weil durchs Kicken tut sich der nur einseitig abnützen, dann wird es ein Zwetsch geben. Und das sind Übermaßsitze. Sobald die Drehbank da hinten wieder frei ist, gehe ich den auf Maß drehen.
dann fangen wir an zusammenbauen. Wir haben alles da. Jeder Motor hat irgendwo einen Schwachpunkt. Sachs ist zum Beispiel das Kupplungskorblager. Wo siehst du da bei diesen 150er Motoren so ein bisschen der schwächste Teil? Das hat halt einfach Spiel und dann tropft Öl raus. Ja. Solange man Öl nachfüllt, kann man aber eigentlich noch ewig fahren. Oder? Es wird einfach undicht. Die Achillesferse des Vespa-Motor ist Schaltkreuz. Oder? Ja. Irgendwann, vor allem wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt und man die Gänge durchwürgen muss, dann würgt man halt das Schaltkreuz ins Zahnrad rein. Ja, und weil es nicht sauber gekuppelt ist, das noch unter Last. Ja. Und dann gehen die Schaltkreuz kaputt. Das ist eigentlich der Moment, wo man einen Vespa-Motor auseinander nimmt, dann fallen die Gänge raus. Ja. Das zweite am Berg, zweiter Gang, dritter Gang und einmal geht er raus. Okay. Und eben mit den Jahren die Lagersitze. Oder? Wenn die Lagersitze nicht mehr gut sind und die Kupplung sitzt ja direkt auf der Kurbelwelle. Ja. Und wenn du kuppelst und die Lagersitze sind kaputt, dann drückst du die ganze Kurbelwelle durch den Motor durch und dann streift auf der anderen Seite das Lüfterrad am Abdeckblech. Und das macht einen fürchterlichen Krach. Und bei diesen ganz Alten sind die Federn relativ schwach. Das ist auch wieder, wenn die Kupplung nicht mehr tut und man eben so die Gänge richtig reindrückt, dann gibt es ja, das ist ja der Rückdämpfer, die Federung, dann gibt es jedes Mal einen Schlag und dann verbröseln die Federn. Ja. Und das ist einfach, da fängt einmal irgendeine, gibt der Geist auf, dann tut die Druck nicht mehr dämpfen und dann müssen das die anderen 5 und dann 4 und dann, wenn man dann nicht reagiert, dann drückt es die ganzen Federn durch, dann drückt es die Stahlscheiben auf und dann fallen da so einzelne Federstückchen ins Getriebe runter. Ganz übel, ja. Und dann ist auch feierabend. Und dann wird es teuer, weil das ist Federstahl und Federstahl ist relativ hart. Da gibt dann gerne mal ein Zahnrädchen an und dann ist ein Zahn weg und dann ist fertig. Dann gibt es ein neues Getriebe. Also kann man auch sagen, eigentlich wie überall, den Motor lieber mal ein paar Kilometer zu früh revidieren als zu spät, weil eben da genau wie das Beispiel, es wird dann einfach schweineteuer. Spätestens, wenn es Lärm macht, dann nicht mehr fahren. Und so als Faustregel, so ein Originalmotor, 20'000 Kilometer hebt er. Es gibt natürlich solche, die haben 50'000 drauf. Ja. Die geben Sorge, die fahren einfach immer schön. Und das ist ja bei so einem Oldtimer eigentlich lebenslang. Viel, definitiv. Ja, das ist wirklich viel. Du musst zuerst einen finden, der das war wirklich fährt, genau, der das fährt. Und wenn du einen Veteraneneintrag hast, darfst du nur 5'000 bis 6'000 pro Jahr. Ja. 3'000. Genau, mal 5 Jahre sind 15'000. Ja, genau. Also, eben, das schafft sowieso niemand. Ja. Also, es gibt schon so Freaks, oder? Die viel fahren. Aber meistens kaufst du ja noch eine zweite und eine dritte und dann hast du eine Lieblingsvespa und dann machst du mit der ein paar Kilometer. Wenn wir noch schnell einen Appe zeigen? Ja. Haben Sie Lust auf einen Appe? Wieder einen? Wieder einen, ja. Der zweite ist jetzt in Arbeit und der dritte und der vierte sind angemeldet. Ja, gut. Das ist übrigens mit den Pofties, oder? Ich weiß, wahrscheinlich spreche ich Pofferties. Ja, die sind bei uns an der Öffnung. Also das ist ein APP 601, 1970er Jahre, ein bisschen modernisiert. Eben der kommt und mittlerweile ein bisschen Freund des Hauses. Der hat in den Niederlanden umbauen lassen zum Foodtruck und hat ihn in der Schweiz vorführen. Und das muss man ein bisschen wissen, wie es geht. Darum ist er jetzt bei uns gelandet. Es sind eigentlich kleine Sachen, die man machen muss. Der Tacho geht nicht. Der Scheibenwischer ist nicht gegangen, das war aber einfach das Kabel kaputt und die Schrauben anziehen. Ja. Rücklichter musste ich flicken, das hat nicht tun. Also es ist wirklich so ein bisschen der Finish. Bis jetzt habe ich alle Teile gefunden und ich habe alles angebracht. Also, das ist gut. Es ist schon eng. Aber es geht, wenn du mal drin hockst, geht es. Es ist mehr, bis du mal drin bist. Ja. Aber das sind Einplätze. Oder? Ist das richtig? Genau. Oder dürfen wir das zweite fahren? Es gibt ja mit Lenker und es gibt mit Steuerrad. Der Lenker in der Schweiz, weil er in der Mitte ist, dürfen wir ihn nur mit einer Person fahren. Natürlich. In Italien, die Italiener können eben so fahren, die Schweizer nicht. Darum. Ich weiss nicht genau, wann die Lenkerrad-Version eingeführt wurde. Ich meine, irgendwo in den 80er Jahren. Ja.
In der Schweiz hat es ab dem Zeitpunkt nur noch die mit dem Lenkrad gegeben. Dann kannst du eben das zweite fahren, weil das Lenkrad ist dann auf der Seite. Muss man mal an ein Event kommen, dann sieht man ihn in Betrieb. Genau, oder? Richtig. Erster Freitag im Monat ist ja seit dem Juni regelmäßig immer der erste des Monats. Er wird meistens dabei sein oder vielleicht eben mal auch jemand anderes. Newcomers vor allem, wenn wir eine Plattform bieten, um das Ganze da ein bisschen auf die Beine zu stellen. Es ist ja ein Treffpunkt für Benzingespräche, für Freaks, für Fans, für allerlei, einfach für Leute, die sich vielleicht dafür interessieren, die aber bis jetzt nie etwas im Hut haben mit dem. Also, wir wollen das ohne Eintritt machen, die Livebands, die sind da. Alles klar, dann gehen wir noch ein bisschen zu den Töffli. Grüezi, hi Jutta. Ich bin wieder mal etwas anderem dran, mal raus, muss ich es nicht mehr schauen. Es geht um das Brädli. Ich zeige euch vielleicht kurz anhand von dem, was wir jetzt hier machen. Das Rädli hat Lagerschale drin und wie immer die Schale kaputt, Kugeln kaputt. Und der Kunde hat jetzt den Wunsch gehabt, er würde das gerne umbauen auf geschlossene Lager. Ist ja eine tolle Sache, weil nachher hast du keine Probleme mit Lager einstellen und Fetten und bla bla bla. Ich kenne jetzt ja alle Fängs, oder? Jetzt habe ich hier so Reduzierschalen gemacht. Das geht jetzt bei dem gut, weil wir haben einen Anschlag. Die vielleicht das schon mal umgebaut haben, wenn man innen keinen Anschlag hat, dann muss man hier auf die Schale aussen auch noch einen Anschlag machen, dass der dann hier aussen anschlägt. Das hier ist jetzt die einfache Variante mit hinten einen Anschlag. Also das heisst, ich kann den einpressen, dann, das Lager dann so einpressen und beides so tun. Und dann in die Mitte kommt noch die Stanzhülse. Das ist ganz wichtig, die muss sehr genau sein, dass wenn man die Achse durchsteckt und anzieht, nicht so aufs Lager drückt. Also axial. Dann würde es nämlich klemmen und in der Kürze wäre es nämlich auch kaputt. Und jetzt kann ich dann da, das hier, ich den kühlen, da tue ich wärmen. Es geht einfach besser. Kalte pressen finde ich immer nicht so cool. Dann tue ich zuerst den hier, dann kommt dann das Lager hier. Dann tue ich die messen, die abdrehen auf die leichte Länge. Dann auf der anderen Seite dasselbe wieder. Zuerst den, dann den. Die Achse ausdistanzieren. Fertig. Schön, dass ihr dabei gewesen. Bis nächste Woche. Bis dann.